Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Alexander. Ich bin momentan auf einer Radreise in Italien und befinde mich gerade am Comer See oberhalb von Menaggio und fahre jetzt weiter Richtung Lugano. Das ist die letzte Etappe meiner Reise und wenn du wissen willst, was ich dabei alles sehe und erlebe, dann bleib dabei. Es ist fast 9:30, das Fahrrad ist gepackt. Aufnahmedatum für dieses Video ist der 16. Mai 2023. Es ist bedeckt und relativ warm. Und da unten liegt Bellagio und ich muss jetzt diesen Berg nach Menaggio runter. Drüben liegt das Hotel, in dem ich heute übernachtet habe. Es liegt, wie gesagt, ganz oben auf dem Berg, fast 500 Meter. Und diesen Berg musste ich gestern in mühevoller Arbeit hochfahren noch. Und ja, jetzt muss ich ihn runter und dann zwischen dem Comer See und dem Luganer See liegt auch wieder ein ordentlicher Berg. Den muss ich dann auch wieder hoch. Wenn ich die Berge so runterfahre, dann kann ich immer gar nicht glauben, dass ich diese Steigungen hochgekommen bin. So, jetzt kommen wir wieder nach Logo. Und hier sind ein paar ordentliche Kurven. Darf man nicht zu schnell fahren, man weiß auch nie, was hinter den Kurven ist hier. Da drüben liegt der Bellagio auf der Halbinsel. Und von dort bin ich gestern mit dem Schiff hier rüber nach Menaggio gefahren und dann hier den Berg hoch zu meinem Hotel. So, da kam mir gerade einer mit seinem Mountainbike entgegen, der den Berg freiwillig hochfuhr. Leider hat man hier jetzt nicht so Aussicht auf den See, es sind überall hohe Hecken. Die Leute haben keine Lust, dass man ihnen in den Garten schaut. So, ich muss zum Glück nicht ganz runter, das ist schon mal gut. Ja, jetzt geht's hoch. Es sind nur 31 Kilometer bis Lugano, aber die haben es jetzt hier in sich. Und ich bin ein bisschen in Eile, was eigentlich gar nicht nötig wäre, aber es ist wie gesagt 9:30 und um 11 kommt ein dickes, fettes Regengebiet. Porlezza ist jetzt 9 Kilometer entfernt, das liegt glaube ich schon am Luganer See. Die Strecke wird es in sich haben hier. Wie man sieht, geht es den Serpentinenberg an. Und ich möchte diese Bergstrecke jetzt hier noch schaffen, bevor es anfängt zu regnen. Denn mit Regenklamotten bergan schwitzen, das macht keinen Spaß. Ja, es geht hier wie gesagt den Serpentinen hoch. Und dann kommt eine ganz lange gerade Strecke. Ich hoffe, die ist nicht zu steil. Ja, Ausblicke vom Comer See kann ich jetzt nicht bieten. Ist wieder alles mit Hecken zu und der liegt jetzt auch im Gegenlicht. Jetzt gerade eng. Ich bin froh, dass ich hier gerade ein Päuschen mache. Der da um die Ecke kommt. Das wird jetzt wohl der letzte Blick auf den Comer See sein. Es war wunderschön, besonders da auf der Halbinsel entlang zu fahren, bis nach Bellagio. Und ich hoffe, ich komme noch mal wieder. So, ich komme jetzt nach Croce. Das gehört noch zu Menaggio, liegt aber oben am Berg. So, hier geht es jetzt runter. Ich weiß nicht, wie weit. Ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass das jetzt gewesen sein soll. Und es jetzt hier 5 Kilometer runter geht bis zum Lago di Lugano. Es geht aber immer weiter runter. Jetzt war es mal eine Weile eben, wo ging ein kleines Stückchen rauf, aber ganz sanft. Jetzt geht es wieder runter. Ich kann den Luganer See aber noch nicht sehen. Ich glaube, das gehört jetzt schon zu Porlezza. Auf dieser Seite des Berges ist es irgendwie kühler. Das hier ist Piano Porlezza, also noch nicht der eigentliche Ort am See. Aber die haben hier einen eigenen See. Ich weiß nicht, ob das ein Reservoir ist oder ein natürlicher See. Es gibt auf jeden Fall einen Schilfgürtel. Ich bin jetzt in Porlezza und komme jetzt an den See.
Der Luganer See, das Ziel meiner Reise. Von Sizilien bis hier rauf bin ich mit dem Rad gefahren. Kurze Abschnitte mit dem Zug, aber doch die allergrößten Teil mit dem Fahrrad. Ja, jetzt bin ich hier. Wahnsinn. Porlezza gehört ja noch zu Italien. Der Luganer See gehört aber auch zu einem großen Teil zur Schweiz. Und die Schweiz gehört nicht zur EU. Deswegen gibt es kein Datenroaming. Und deswegen muss ich jetzt hier noch alles erledigen, was ich mit Mobilfunk erledigen muss. Zum Beispiel ein Hotel in Lugano buchen. Das habe ich jetzt bis hier hinausgezögert, weil ich nicht wusste, ob ich heile über den Berg komme. So, alles erledigt. Da vorne geht es jetzt weiter in einen Tunnel, einen sehr langen, aber es gibt noch die alte Straße hier am See entlang. Ich hoffe, die ist durchgängig. Die fahre ich jetzt. So war als Sackgasse gekennzeichnet. Mal sehen, mit dem Fahrrad komme ich vielleicht auch durch. Jetzt habe ich gerade noch einen Kaffee getrunken und habe mir noch 2 Panini machen lassen. Die sind nämlich in der Schweiz auch teurer. Ja, und ich habe auch keine Franken. Und ob man dann in so einer Bar mit der Karte bezahlen kann, ist immer unsicher. Ja, jetzt schaue ich nochmal zurück. Ja, das ist der Blick zurück und von da bin ich gekommen. Und von da, woher ich gekommen bin, kommt jetzt auch der Regen. Ich hoffe, ich kann ihm noch wegfahren. Oh, hier gibt es auch Tunnel. Ja, wie ich vorhin schon festgestellt hatte, ist es hier auf der Seite kühler. Irgendwie ist vor dem Regen so eine Warmfront hergeschoben, die am Comer See ein bisschen für Wärme gesorgt hat. Wäre schön, wenn ich jetzt hier noch im Trockenen am See lang fahren könnte, denn es ist wunderschön. Da kommt der Tunnel wieder aus dem Berg, ich bin dran vorbei. Jetzt geht es hier zurück auf die Straße. So, hier gibt es jetzt mal eine kleine Promenade. Mal ein bisschen Ausblick auf den See. Wunderschön. Das müsste der Kirchturm von Crisogno sein. Da kommt dann gleich wieder ein langer Tunnel und ich kann aber weiter am See entlang fahren, glaube ich. So, da rechts geht es in den Tunnel und ich fahre hier weiter am See entlang. Das ist sehr angenehm, denn dann geht der Hauptverkehr durch den Tunnel. Aber auch auf der alten Straße gibt es Tunnel. Das da drüben müsste Albogasio sein. Sehr schöne Lage da am Hang. Wir haben bestimmt den ganzen Tag Sonne. Das ist dann auch der letzte italienische Ort, den ich durchfahre. So, jetzt musste ich doch mal durch den Tunnel. Und kann sein, dass das jetzt die Grenze ist. So, das ist der Blick zurück nach Italien. War ich jetzt 45 Tage ungefähr. Ja, das war toll. Und jetzt bin ich in der Schweiz. Da stand ein Zöllner, der irgendwen rausgefischt hat, der ihm verdächtig vorkam. Aber ich weiß jetzt nicht, was das für einer war, ein Schweizer oder ein Italiener. Es war das Niemandsland. Jetzt kommt erst die Schweizer Grenze. Das ist jetzt der Blick zurück nach Bella Italia. Kommt mich doch jetzt ein bisschen Wehmut. Es war sehr schön, aber es wird jetzt Zeit für Neues. Das war eine ganz tolle Reise und ich bin sehr froh, dass ich das so erleben durfte. Ich kann es allerdings nicht jedem empfehlen. Der Verkehr im Süden ist schon sehr speziell.
Aber so ab Rom wird es richtig schön und dann durch die Toskana war ja einfach traumhaft. Und da gibt es auch viele kleine Straßen abseits der Hauptstraßen, die man gut fahren kann. Ja, ich fahre jetzt hier weiter Richtung Lugano und schau mal, wie es da so aussieht. Das ist jetzt der Blick in die Schweiz und hier folge ich jetzt der Uferstraße weiter nach Lugano. Hier gibt es jede Menge Tankstellen direkt hinter der Grenze. Und hier ist das Benzin hier billiger in der Schweiz. Deswegen fahren die hier alle rum. Ich konnte hier jetzt mal in so einer Galerie anhalten. Hier rechts hinter der Kurve müsste man schon Lugano liegen sehen. Und die Küste da will ich gleich noch ein Stückchen weiter runterfahren. Kommt drauf an, ob es anfängt zu regnen. Denn es ist noch relativ früh und ins Hotel kann ich noch nicht einchecken. So, Castagnola. Jetzt ist es nicht mehr weit nach Lugano. Ja, hier rechts um die Ecke liegt Lugano. Da vorne ist der Damm über den See. Da ist auch eine Brücke dabei, glaube ich. Jedenfalls geht da die Eisenbahnlinie drüber, die sozusagen aus dem Gotthardtunnel rauskommt, bis nach Mailand. Und da geht es dann auch auf die Autobahn. So, hier mache ich jetzt mal Mittagspause. Mit Blick auf den See. Es ist inzwischen 13 Uhr. Ich kann erst um 15:30 Uhr in mein Hotel einchecken. Ich könnte da sicher meine Taschen vorher abstellen, aber ich brauche die noch für mein Regenzeug. Ich fürchte, dass es irgendwann im Laufe des Nachmittags anfängt. Ich kann es jetzt nicht nachschauen, weil ich, wie gesagt, hier keinen Mobilfunk habe. Ich habe jetzt leider auch vergessen, mir was über Lugano anzulesen. Deswegen muss ich jetzt einfach auf gut Glück mal da reingehen. Bisher standen hier fast nur moderne Zweckbauten, ab und zu mal ganz einsam dazwischen eine ältere Villa. Ich muss mal schauen, ob es hier auch eine Art Altstadt gibt, die man besichtigen kann. Oh, hier halten die Leute an, um dich rüber zu lassen. Das bin ich ja nur überhaupt nicht mehr gewohnt. Ja, der Fahrradweg hört auf der Straße plötzlich auf und zeigt einen Pfeil nach links. Dann ging es hier in den Park rein und hier sind auch lauter Fahrradwegzeichen, die einem den Weg weisen. Sehr schön. An der Laterne ist wieder eins. Das geht wohl hier jetzt geradeaus. Ja, jetzt wird es so interessant hier. Da pinselt einer die Bank frisch an. Ja, und ob man jetzt hier noch fahren darf, weiß ich nicht, aber es kam mir auch eben einer entgegen. Ja, hier rechts scheint der Stadtkern zu sein, der alte oder ältere. Will ich jetzt mal sehen, ob ich hier irgendwo die Straße überqueren kann. Und hier sind Liegestühle aufgestellt. Direkt am Wasser kann man sich hinsetzen und entspannen. Das müsste die Piazza della Riforma sein. Hier kann man auch mit kleinen Bähnchen durch die Stadt fahren und sich alles anschauen. Hier wird so ein Wind, als würde es gleich anfangen zu regnen. Das mittelalterliche Lugano ist wohl aufgrund eines Richtplans 1902 bis 1910 abgebrochen worden. Und die Stadt ist dann neu aufgebaut. Und aus dieser Zeit stammen dann die meisten Gebäude hier in der ehemaligen Altstadt. Trotzdem gibt es noch ein paar schöne alte Gassen. Ich habe gerade mal ein freies WLAN gefunden. Und es fängt so gegen 3 Uhr wahrscheinlich an zu regnen. Ich glaube, ich fahre jetzt doch noch ein bisschen am See entlang. In die Stadt kann ich vielleicht noch heute Abend gehen. Und wenn es dann anfängt zu regnen, kehre ich einfach um. Ich kann ja auch heute nass werden. Das macht jetzt nichts mehr. An der Promenade entlang gibt es einen Fahrradweg, das ist toll. Ja, es ist wirklich schade, dass das Wetter heute so trübe ist. Das wäre bestimmt toll hier bei Sonnenschein. Aber das macht mir dann den Abschied auch nicht so schwer. Für die nächsten Tage wird es auch nicht besser. Also es würde jetzt keinen Sinn machen, das hier aussitzen zu wollen und dann auf besseres Wetter zu hoffen. Das kommt jetzt erstmal nicht.
Das ist jetzt der Blick zurück, von da komme ich. Das hier rechts, das Ufer ist auch die Schweiz, glaube ich, aber es gibt eine kleine italienische Enklave. Und ja, da bin ich entlang gefahren und das ist der Blick zurück auf Lugano. Und jetzt fängt es leider an zu regnen. Ich sehe jetzt auch keinen Pavillon oder sowas, wo ich mich mal unterstellen könnte. Ich bin jetzt trotz Regen einfach mal weitergefahren. Es tröpfelt so vor sich hin. Ich bin jetzt am Damm angekommen. Da in der Mitte ist eine Brücke, unter der flache Motorboote durchfahren können. Und über den Damm geht die Eisenbahn nach Mailand und eben die andere Richtung in den Gotthardtunnel und die Autobahn und noch eine normale Straße. Und hier scheint ein Zug darauf zu warten, dass er die Freigabe bekommt, den Gotthard zu überqueren. Ich glaube, der fährt die alte Strecke, sonst hätte er keine 2 Lokomotiven. Fährt also in Doppeltraktion. Ich bin jetzt in Morcote angekommen. Das liegt ganz im Süden der Halbinsel, die sich südlich an Lugano anschließt. Und hier ist es eigentlich sehr schön. Jetzt regnet es aber leider. Aber es gibt eine Galerie, wo man sich unterstellen kann. Der eigentliche Ort liegt hinter diesen Häusern, aber da kommt man nur über Treppen hin. Zur Kirche muss man ein bisschen kraxeln. Frühsport am Sonntag. Ja, da oben kann man jemanden wandeln sehen. Das ist die Art, wie man Morcote besichtigen muss. Mit dem Fahrrad hat das nicht so viel Sinn. Der See macht hier jetzt einen Bogen um die Halbinsel rum und geht dann nochmal genauso weit wieder nach Norden, wie er hier nach Süden gegangen ist. Das hier ist jetzt die Südspitze der Halbinsel. Hier schließen sich jetzt an den historischen Teil neue Bauten an. Und was ich euch noch gar nicht verraten habe, ich bin jetzt zu Hause angekommen. Da steht meine Villa mit Seeanstoß. Habe ich mir letzte Woche gekauft im Internet. Da steht mein liebes Fahrrad, was mich so brav von Sizilien bis hier in die Schweiz gebracht hat. Eine Bremsscheibe musste ich tauschen, mehrere Bremsbeläge und dann ist noch ein Schaltzug gerissen. Das war alles. Keinen Platten gehabt bisher. Ich hoffe ja, das bleibt jetzt auch so bis zum Hotel. Ich glaube, das ist jetzt alles, was ich euch hier zeigen kann. Es fängt jetzt auch an, sich richtig einzuregnen. Ich fahre jetzt mit Regencape zurück nach Lugano und check da in mein Hotel ein und fahre dann morgen zurück nach Münster mit dem Zug. Ja, das ist dann jetzt das Ende meiner Italienradreise. Es war super schön, hat mir ganz toll gefallen und jetzt ist natürlich die Frage, würde ich das nochmal machen? Also mit meinem Wissen von jetzt würde ich, wenn ich es noch nicht gemacht hätte, trotzdem nochmal fahren. Aber jetzt nochmal ein zweites Mal würde ich es nicht nochmal machen. Wie gesagt, besonders im Süden Italiens ist der Verkehr verrückt. Und es gibt keine Ausweichstrecken und die Tracks enden oft irgendwo, wo es nicht weitergeht. Ja, aber wie gesagt, mir hat es super gut gefallen und ab Rom ungefähr konnte man dann auch auf Nebenstraßen fahren. Die Toskana war wunderschön und die ligurische Küste hat mir auch sehr gut gefallen. Ja, wie gesagt, die Italienreise ist zu Ende. Die nächste Reise steht aber schon vor der Tür. Und wenn du wissen willst, was ich da dann mache, wo es hingeht und was ich da dann alles sehe und erlebe, dann abonniere jetzt den Kanal und schalte auch das nächste Mal wieder ein, wenn es heißt, ich kam, ich sah, ich filmte. Tschüss!